Hi, Servus und herzlich willkommen auf YouTube. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris und heute geht es um Sendersortieren am Fernseher. Ich mag sehr gerne Ordnung in meinen Bildern, wie du das sicherlich schon von meinem Video gemerkt hast. Bilderordner erstellen, das Video dazu findest du hier oben rechts. Und ich mag auch die Ordnung der Fernsehsender an meinen Fernsehgeräten. Da hat jeder Sender seinen gleichen Platz an allen Fernsehgeräten. Das ist sehr gut, wenn ich schnell was sehen will. Ich muss nicht lange suchen. Wie das Sender verschieben bzw. ordnen geht, zeige ich dir jetzt. Bei diesem Panasonic 500er Serie geht es folgendermaßen. Das ist die Fernbedienung, Menü, OK-Taste und drumherum ein Navigationsrad, mit dem du auf, rauf, runter, links und rechts drücken kannst. Diese blaue Taste Back und Fav, also Favoritentasten, sind noch wichtig. Fernseher einschalten, Menü, hier runter auf Kanal gehen, OK oder nach rechts drücken. Hier auf Senderorganisation. Nun suchst du erstmal den Sender, den du verschieben möchtest. Ich nehme den Sender Nova, der jetzt auf Platz 400 ist, als Beispiel. OK drücken, es öffnet sich ein Menü. Hier kannst du Sender ausblenden, so dass sie dir dann nicht mehr beim Durchzappen angezeigt werden. Du kannst sie aber auch wieder einblenden. Austauschen, sagt der Name schon, bearbeiten. Ja, hier kannst du den Namen ändern, einfügen, löschen. Verschieben. Beim Verschieben ist es wichtig zu wissen, wie der Name schon sagt, dass wenn du deinen Lieblingssender auf Nummer 10 gesetzt hast und nun verschiebst du einen neuen Sender auf die Nummer 8, ist der verschobene Sender auf Nummer 8, aber die nachfolgenden Sender sind dann verschoben, sprich dein Sender auf Platz 10 ist nicht mehr auf Platz 10. Deswegen empfehle ich, Austauschen zu benutzen. Also austauschen. OK, nochmal OK, der Punkt im Kreis erscheint. Nun gehst du auf den Platz, wo der Sender hin soll. Ich nehme mal 402 Disney. Ich nehme den Platz, dass das besser ersichtlich ist, was passiert. Nun die Taste blau drücken. Unter dem Sender muss der blaue Strich erscheinen. Und ganz wichtig, nochmal OK drücken. Und sagt, der Sender wird getauscht, Disney ist auf 400 und Nova auf 402. Ja, es ist mühselig und eine Arbeit für die Wintertage. Wenn du alles geordnet hast, kannst du die Plätze auf einem USB-Stick sichern. Dazu gehst du wieder auf Menü, Kanal, Export auf USB, OK, OK wähle ich aus, nochmal OK und fertig. Willst du nun die Sender wieder draufladen, falls du aus Versehen auf Werkseinstellung gegangen bist, kannst du einfach hier auf Import von USB gehen und die Sender sind wieder da. Es gibt auch die Möglichkeit, Sender in verschiedene Favoritenlisten zu packen, um so Sport, Nachrichten, Dokus oder Musiksender in eine Schublade zu packen sozusagen. Dazu gehst du wie gewohnt auf Menü, Kanal, Favoriten, zu Favoriten hinzufügen oder aber auch aus Favoriten entfernen. Und nun kannst du die Favoritenliste auswählen, wo der aktuelle Sender gespeichert werden soll. Ich nehme mal Favoriten 1. Unten siehst du, ob der Sender hinzugefügt oder nicht hinzugefügt ist. Hast du nun alle Sender in einer Schublade, kannst du auf der Fernbedienung also Favoriten drücken, gehst dann hier auf Favoriten 1, OK, dann rechts und suchst einen Sender aus. Drückst OK, nun bist du in der Favoritenliste oder in deiner Lieblingsschublade gefangen. Du zappst quasi nur deine Lieblingssender durch. Favoritenlisten können leider nicht umbenannt werden. Bei meinem zweiten Panasonic 700er Serie
Da ist das Menü ganz anders und sehr bedienerfreundlicher, finde ich. Hier gehst du auf diese Taste, Menü, dann runter auf Setup, OK, dann auf das Tuning-Menü, OK, Senderlisten, OK. Nun bist du in der Fernsehliste. Unten in der Leiste hast du die bunten Tasten. Mit Rot kannst du sortieren und zwischen Austauschen und Verschieben wechseln. Wenn die Sender alphabetisch sortiert sind, ist Grün Austauschen. Sind die Sender numerisch sortiert, ist Grün Schieben. Was der Unterschied zwischen Schieben und Austauschen ist, weißt du ja schon. Grün ist die Funktionstaste. Gelb kannst du alle freigeben und mit Blau kategorisieren. Was gerade für eine Kategorie angewählt ist, siehst du oben links. Um die Sender ändern zu können, musst du hier auf alle DVB-S-Sender. In meinem Fall, bei dir kann hier auch was anderes stehen, wenn du zum Beispiel einen Kabelanschluss hast. Nun möchte ich den Sender VoxUp, der auf Platz 81 mit dem Sender auf dem Platz 22 austauschen. Dazu einfach den Sender auswählen, grüne Taste austauschen drücken, Nummer eingeben, also 22 und OK. Und zack ist VoxUp auf 22. Fertig. An diesem Gerät hast du die Möglichkeit, bis zu 4 Favoritenschubladen anzulegen. Dazu auch wieder auf Menü, Setup, Tuning-Menü und hier dann logischerweise auf Favoriten bearbeiten. Okay. Unten hast du wieder die bunten Tasten und hier links die Funktionen von den Tasten vom Wählrad. Hier auf diese Abbildung immer drauf schauen, die Funktionen können sich je nach Maske ändern. Nun kannst du links den Sender auswählen, mit OK bestätigen und dann ist der Sender in der Liste. Willst du die Liste umbenennen, gehst du mit der rechten Taste auf die Liste, dann Rot und gibst hier Musik ein. Und dann Return-Taste, OK, klar, und zack, hast du hier Musik stehen. So kannst du dir eine Liste mit Musiksendern, Dokus und so weiter erstellen. Natürlich kannst du auch einzelne Sender löschen, verschieben und so weiter. Ich gehe mal raus mit Exit. Um nun in die Favoritenliste zu kommen, musst du auf die Home-Taste und dann TV-Guide. Du kannst auch über die Taste Apps und dann TV-Guide, je nachdem, wie es bei dir eingestellt ist, draufgehen. Dann die blaue Taste drücken und nun siehst du deine Favoriten, Musik und Dokus. Wenn du nun auf eine Liste gehst, hast du hier gleich einen Überblick, was gerade läuft und kannst so in deiner Schublade zappen. Return, fertig. So, das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Ich danke dir recht herzlich fürs Zuschauen und wenn dir das Video gefallen und weitergeholfen hat, darfst du mich gerne unterstützen, indem du den Super Thanks Button benutzt und meinen Kanal abonnierst. Genauso freue ich mich auf einen Daumen oder Kommentar von dir unterhalb des Videos. Pass auf dich auf, bleib vor allem gesund. Tschüss, Ade und ciao, ciao.